9 Jahre ist es jetzt her, dass Sony das erste 70-200 f4 auf den Markt gebracht hat. Und das Objektiv war schon sehr beliebt, wenn man auch die Bewertungen dazu anschaut. Und es ist vor allem ein Preiskracher gewesen. Außerdem gibt es was zu feiern. Sony hat jetzt ein neues 70-200 Mark II rausgebracht, also eine F4-Version. Und das ist das 50. native Sony FE-Objektiv. Wir waren mit den Flugrettern des ÖAMTC exklusiv unterwegs. Der Stefan hat das organisiert. Vielen herzlichen Dank nochmal Richtung Österreich und auch an den Bernd, der da nochmal die Aufnahmen freigegeben hat. Und wir werden jetzt zuerst einmal die Specs von dem Objektiv bereden. Dann werde ich euch einen kurzen, knackigen Actionfilm zeigen, den wir mit diesem Objektiv unten bei den Flugrettern und Bergrettern, die waren nämlich auch dabei, aufgenommen haben bei einer Großübung. Und anschließend reden wir natürlich über die Bildqualität im Fotobereich und ich sage euch den Preis. Viel Spaß mit diesem Video. Ihr seht es schon, die Kernkompetenz von einem 70-200 f4 ist Kompaktheit und Gewicht. Und Sony hat jetzt hier einen besonderen Clou gemacht, und zwar haben sie sich getraut, im Gegensatz zum ersten 70-200 f4, was jetzt wirklich schon 9 Jahre alt ist, eine kompaktere Version zu bauen. Und wie schaffen wir das? Wie schafft Sony das? Indem sie einen außenliegenden Zoom bauen. Das hat den Fadenbeigeschmack, dass wir immer so das Gefühl bekommen, ja, wir könnten da Feuchtigkeit und Schmutz reinziehen, denn jedes Objektiv wirkt ja auch so ein bisschen wie eine Luftpumpe. Wenn es ausfährt, zieht es Luft nach. Und die Hersteller tun natürlich alles dafür, dass da kein Staub reinkommt. Aber uns Fotografen ist natürlich immer so ein bisschen ein geschlosseneres Gehäuse lieber. Aber dazu muss man sagen, ein geschlosseneres Gehäuse wäre dann halt auch so lang. Und das hier fährt halt aus, dementsprechend ist es viel kompakter, 15 cm rund, nur lang, und das passt halt spielend leicht. Einfach noch so in die Fototasche, wenn ihr vielleicht ein anderes Objektiv mit Gehäuse drumherum daheim lassen würdet. Sony ist es gelungen, zur ersten Version das Ding tatsächlich nochmal 50 Gramm leichter zu bauen. Ich habe es mal auf die Waage gestellt. Mit der Stativschelle, die ich jetzt nicht extra abgenommen habe, haben wir so roundabout 910 Gramm ungefähr. Ja, je nachdem, ob ihr das mit oder ohne Deckel wiegt. Und das ist schon wirklich eine Ansage. Das ist ein sehr kleines, kompaktes 70-200. Ausstattung. Was hat Sony denn noch für Schmankerl da reingebaut? Sie haben die XD-Linearmotoren, die glaube ich auch beim Profimodell 70-200 F28 G-Master Mark II zum Einsatz kommen. Und zwar sind das 2 Fokusgruppen, die mit 4 Autofokusmotoren maximal beschleunigt werden. Außerdem soll das Objektiv eine wesentlich höhere Bildqualität bekommen haben. Das schauen wir uns gleich an, ob das stimmt. Und wir haben natürlich auch viele Funktionen. Wir haben einen AF-MF-Umschalter, wir haben einen Knopf, mit dem wir DMF, also Direct Manual Focus, an- oder ausschalten können. Das bedeutet, ich fokussiere und kann dann in den Fokus eingreifen, wenn der Vogel hinter dem Ast sitzt zum Beispiel. Das kann ich an- und ausschalten direkt hier im Objektiv. Außerdem haben wir einen Fokuswegbegrenzer zwischen voll, ab 3 Meter bis unendlich, und jetzt sehen wir hier ein ganz spannendes Wort, und zwar Makro. Richtig gehört. Das Objektiv hat eine sehr krasse Naheinstellgrenze und es gelingt uns damit, ein 1:2 Makro aufzunehmen, direkt so mit der Kombination, wie ihr es jetzt seht, nämlich Objektiv und Kamera. Wenn ihr allerdings den Telekonverter von Sony noch dazwischen packt, den zweifachen, dann habt ihr ein unglaubliches 1:1 Makro in der Hand. Das ist schon wirklich eine Sensation. Das hat es so noch nie gegeben. Ja, wir haben hier 19 Linsen in 13 Gruppen. Das lässt schon ahnen, dass Sony hier keine Mühen gescheut hat, hier ein gescheites Glas zu bauen. Und wir haben 9 Blendenlamellen verbaut. Außerdem ist es stabilisiert und es soll gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet sein, was auch die Gummiabdichtung natürlich hinten zum Bajonett auch andeutet. Zudem haben wir 3 Tasten, die sich ja mit einer Funktion belegen lassen, hier umlaufen. Das heißt, ich kann auch bequem bei Hochkant diese Tasten erreichen, und eine abnehmbare Stativschelle. Wir haben einen
Schalter für den Stabi zum An- und Ausschalten und natürlich für den Stabi-Mode, ob wir ein normal stabilisiertes Bild wollen oder ein Motiv haben, was einen dynamischen Richtungswechsel vornehmen kann. Das wäre dann Mode 3 oder Mode 2 für Mitzieher, wie das bei allen Objektiven der Welt, glaube ich, so ist. Kommen wir kurz zur Videoleistung, denn ich habe mit dem Objektiv nicht nur fotografiert, sondern auch einen kleinen Actionfilm über die groß angelegte Flugrettungsübung gedreht und den zeige ich euch jetzt. Und bedenkt bei den ganzen Aufnahmen, bitte, das ist alles mit dem 70-200 F4 Mark II entstanden. In Anbetracht dieser krassen Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt und dem wahnsinnigen Aufwand, der auch dahinter stand für Marion und mich, diesen Tag dort zu verbringen, inklusive Abfahrt und dem ganzen Geld, was wir dort auch ausgegeben haben für den Sprit zum Beispiel, ja, könntet ihr jetzt der Annahme sein, dass Sony uns 5.000 € für dieses Video bezahlt hat. Aber weit gefehlt, Sony hat uns keinen Cent dafür bezahlt. Wir haben das komplett freiwillig gemacht, weil es uns einfach Spaß gemacht hat, weil wir euch was bieten wollten. Ja? Und dementsprechend auch das Objektiv muss ich jetzt wieder dann an Sony zurückschicken. Vielen Dank trotzdem, dass ihr es uns ausgeliehen habt, damit wir diesen schönen Tag hier mit den österreichischen Kollegen verbringen konnten, und auch an das ganze Team von ÖAMTC und den Flugrettern und Bergrettern gilt natürlich unser ausgesprochener Dank. Und ich hoffe, ihr quittiert das auch mit einem Daumen nach oben, vielleicht mit einem lieben Kommentar. Und ihr könnt uns natürlich auch über Super Thanks unterstützen, wenn euch das was wert war. Vielen Dank dafür. Okay, kommen wir zur Bildqualität von dem Objektiv. Zuerst reden wir aber noch mal kurz über die Videospecs, denn da gibt es auch zwei Highlights, die die Videofilmer mögen. Und zwar, weil ich euch das Video ja gerade gezeigt habe, bleiben wir kurz bei dieser Sparte. Focus Breathing ist sehr minimal, das heißt, wenn ich von vorne nach hinten den Fokus verlagere, bleibt der Bildausschnitt nahezu gleich. Ja? Das ist ein sehr schönes Qualitätskriterium für die Filmer. Außerdem ist es parfokal. Was heißt das jetzt schon wieder? Ja, ganz klar, wenn ihr fokussiert und zoomt, dann bleibt der Fokus an derselben Stelle. Billige Objektive zum Beispiel oder ältere Objektive haben oft das Problem, wenn wir fokussieren und zoomen dann anschließend, dann ist der Fokus wieder unscharf, ist er wieder woanders. Das hilft auch beim Fotografieren, wenn ihr im AFC seid. Der Vogel kommt geflogen, ihr fokussiert den erst mit 70 und entscheidet euch dann doch nochmal hereinzuzoomen, dann hat der Fokusmotor natürlich keine Arbeit mehr, weil der Fokus schon sitzt, egal welche Brennweite das ist. Und das ist für die Konstrukteure von so einem Objektiv schon eine Herausforderung, das so zu konstruieren, und das bringt auch gewisse Einschränkungen mit sich, die eben kompensiert werden müssen. Dementsprechend hier alle Daumen hoch, dass das hier gelungen ist. Diese 4 Fokusmotoren sorgen natürlich auch für eine extrem schnelle
Autofokusgeschwindigkeit beim Fotografieren. Das konnte ich wirklich erleben und kann ich auch bestätigen. Im Grunde habe ich auch so das Gefühl, dieses Objektiv ist zwar nur eine F4-Version, aber es bietet im Grunde den gleichen Qualitäts- und Gedankenansatz wie das neueste 70-200 f2.8 der zweiten Generation. Also hier eben nochmal mehr Power beim Autofokus, eine bessere Auflösung. Aber natürlich ist das eine f2.8. Und ja, wir haben da 2 Blendenlamellen mehr für ein noch traumhafteres Bokeh. Hier eben nur 9 Blendenlamellen. Aber das Bokeh schauen wir uns jetzt gleich mal hier auf den Fotos an. Ihr seht zum Beispiel, ich habe das Objektiv auch mal kurz an Tieren so ein bisschen getestet. Das ist ja schon auch die Zielgruppe. Also Landschaft, Porträts durchaus, auch mit einer F4, das seht ihr gleich, funktioniert sehr gut, weil wir haben halt einfach 70 bis 200, dann zoomt man halt ein bisschen mehr rein, bringt trotzdem eine gewisse Weichheit mit. Aber natürlich auch für Wildlife perfekt geeignet. Und jetzt on top auch für Makrofotografen auch noch eine Kombination, wo ich sage, ich brauche nur noch dieses Objektiv und habe traumhafte Landschaftsfotos, Wildlife-Fotos, kann Porträts machen, aber auch Makros. Und das sollte man dabei halt immer berücksichtigen. Deswegen habe ich damit auch Tiere fotografiert. Und wenn wir uns hier jetzt mal das Bokeh anschauen, aber auch die Schärfe, dann ist das schon wirklich, wirklich krass. Vor allem auch bei dem Pfau, den ich hier fotografiert habe, sieht man natürlich insbesondere hier an den Federn, an dem Kopfschmuck, die wahnsinnigen Details. Aber achtet auch auf Bokeh, nicht nur im Hintergrund, sondern Bokeh ist auch wichtig, schön zu konstruieren im Vordergrund. Auch das ist wirklich meiner Meinung nach sehr gelungen. Hier bei dieser Porträtsituation seht ihr, dass Porträt durchaus machbar ist. Wir haben, würde ich sagen, im Bokeh doch hin und wieder, nicht in jeder Distanzeinstellung, und es kommt auch ein bisschen auf den Ausschnitt an, haben wir Katzenaugen. Also das Bokeh ist nicht bis zum Randkreis rund, sondern es wird dann manchmal so katzenaugenförmig. Das ist eben hier manchmal zu sehen. Aber ansonsten, ja, hier seht ihr den Stefan, der das uns ermöglicht hat mit dem ÖAMTC. Der hat sich hier mal hingestellt, weil er auch so eine tolle Montur anhat, habe ich da mal ein Foto gemacht. Gut, da ist jetzt das Bokeh eben zweitrangig, aber achtet mal hier auch auf die krasse Schärfe. Blendensterne, auch so eine schöne Geschichte. Ich habe hier absichtlich den Hubschrauber mal mit unterschiedlichen Belichtungszeiten fotografiert, denn ein Hubschrauber-Rotorblatt sieht bei einer 50stel, einer 30stel eigentlich am schönsten aus, weil es dann weich wird. Das heißt, gehe ich auf eine 200stel, habe ich schon das Problem, dass der Rotor eben so fast schon als Blatt zu sehen ist. Das ist immer nicht so schön, man möchte da eine gewisse Dynamik reinbekommen. Hat man dann aber viel Licht und eine lange Zeit, dann muss man natürlich die Blende extrem schließen. Und das hat einmal den Nachteil, dass wir natürlich viel Beugungsunschärfe hineinbekommen, die aber hier, ihr seht das bei dem Hubschrauber, relativ gering ausfällt. Ich dachte erst, oh, das sehe ich aber doch deutlich. Hat aber so ein bisschen am Display gelegen. Und jetzt, wo ich mir das Bild eben hier in 1:1 in Lightroom anschaue, muss ich sagen, bei F18 ist das ein absolut krasses, akzeptables Ergebnis. Wir sehen eine leichte Abnahme der Schärfe durch die Beugung, eben durch diese sehr stark geschlossene Blende. Aber was wir halt auch sehen, ist ein super cuter Sonnenstern hier auf dem Heli. Und ich finde, in Verbindung mit dem weichgespülten Rotorblatt ist das eigentlich das schönere Foto von den beiden. Ja, dann auch so ein paar Bokeh-Spielereien nochmal im Cockpit. Ihr seht, hier habe ich zum Beispiel unseren Lightroom Preset Moody Blue draufgelegt und achtet einfach mal auf die Schärfe, achtet auf das Bokeh. Und hier bei den beiden, ich weiß nicht, sind das die Engine-Knöpfe, habe ich dann hier mal Moody Brown draufgelegt, unser Lightroom Preset. Ein Klick und das Bild hat halt schon so diesen schönen, warmen Charakter. Makrofunktion, hier habe ich mal ein paar Blüten fotografiert. Die sind nicht so groß gewesen und sie wirken hier natürlich riesig, und achtet hier auch mal hinten aufs Bokeh. Je nachdem, wie nah man natürlich dran geht, ist das mal etwas härter ausgebildet, mal etwas weicher. Aber im Makrobereich blenden wir ja meistens sowieso auf eine F8 mindestens mal ab, damit wir viel Schärfentiefe bekommen. Also dort brauchen wir kein F2.8er Objektiv. Das ist eigentlich eher unsinnig bei Makro. Okay, bevor wir zum Preis und zum Fazit kommen, noch ein Wort zur Vignette. Ich habe jetzt keine Vignettentests gemacht, also Richtung weiße Wand oder so. Vielleicht ist das Objektiv hier so ganz leicht schlechter, aber schaut euch mal einfach die Fotos an. Ich habe fast alles mit einer F4 auch fotografiert und ich sehe hier
bei normaler Vegetation, bei normalen Hintergründen nicht den Ansatz einer Vignette. Also hier meiner Meinung nach auch extrem unkritisch. Die Stabilisierung war auch sehr, sehr toll. Beim Filmen seht ihr es manchmal, da habt ihr natürlich Orkanstärke. Wenn so ein Helikopter vor euch startet, dann ist egal, wie schwer euer Stativ ist, dann fängt die Kamera natürlich wupp, wupp, wupp das Wackeln an. Und da hat der Stabi sich relativ gut geschlagen, auch wenn er das nicht komplett eliminieren konnte. Das ist natürlich auch klar und das kann kein Objektiv der Welt. Ich weiß nicht mal, ob das ein Gimbal schaffen würde. Ja? Aber ihr seht eben, das war auch eine der Herausforderungen beim Filmen. Wir haben sehr oft mit extremen Windgeschwindigkeiten zu tun gehabt. Wenn wir unter dem Heli stehen, wenn wir diese Abseilaktion filmen, dann habt ihr da halt eben Windstärke 10 anliegen und dementsprechend ist das schon krass gewesen, das eben ruhig zu halten. Okay, kommen wir zum Preis und zur Alternative oder zum Preistipp, den ich euch dagegen noch nennen kann. Fazit zu dem Objektiv. Ich habe hier ein Objektiv angetroffen, das mich absolut überzeugt hat. Auch die Messcharts der neuen Linse zeigen ja deutlich, dass hier die Bildqualität extrem zugenommen hat, wenn wir das mit dem alten 70-200 vergleichen. Das jetzt 9 Jahre alt ist und meiner Meinung nach ja langsam so ein bisschen eine Gurke geworden ist. Also ich würde es heute nicht mehr kaufen und ich hätte es auch vor 2 Jahren nicht mehr gekauft. Da hätte ich lieber die F28er Version genommen. Also da nochmal ganz klar die Ansage, das bekommt ihr zwar sehr günstig jetzt, also vielleicht auch ein Preistipp für euch. Ihr macht damit bestimmt keine schlechten Bilder, sonst wäre es nicht so gut bewertet auf den Plattformen. Aber es ist halt schon, man merkt, es ist nicht so ganz knackig scharf. Ja? Und ihr kriegt jetzt aber mit Cashback, kriegt ihr das, glaube ich, so für 900 €, ist definitiv ein Preistipp. Dieses Objektiv, und jetzt haltet euch fest, kostet 1.999 €. Das ist natürlich erstmal ein Hammerpreis für ein 70-200 f4, also ziemlich teuer, hört sich das erstmal an. Natürlich, ich würde auch sagen, dass es erstmal viel Geld ist. Trotzdem muss ich sagen, so ein bisschen das Objektiv in Schutz nehmen. Ich habe fast nichts Schlechtes an dem Teil gefunden. Ich glaube, so gut wie gar nichts, außer die Katzenaugen. Ich habe auch keine chromatischen Aberrationen oder so gesehen. Könnte sein, wenn ich die provoziere, dass wir die irgendwo hätten. Aber ansonsten habe ich hier ein brutal schnelles, sehr scharfes Objektiv vorgefunden. Und für alle, die es mir nicht glauben wollen, schaut euch das Video nochmal an, schaut den Film an, den ich damit gemacht habe, schaut euch die Bilder an. Mehr Material kann ich euch nicht bieten. Ja? Und ich hoffe, dass ich der YouTuber hier bin, der wirklich hier das Maximum auch für euch aufgefahren hat hier zum Testen. Okay, Preistipp an dieser Stelle. Schaut euch mal das 70-200 f2.8 G-Master der ersten Generation an. Das habe ich nämlich hier hinten, ja, das ist ja mein Traumobjektiv. Das ist natürlich erste Sahne, wenn es um Bildqualität geht. Also 11 Blendenlamellen, super weiches Bokeh, sehr, sehr scharf. Ja. Dazu gibt es natürlich jetzt schon eine zweite Version, die ist aber ziemlich teuer gerade noch. Und schaut mal, was dieses gerade kostet. Das kostet nämlich das gleiche wie das neue F4 und ihr kriegt noch 200 € Cashback. Das habe ich euch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Nachteil dabei, es ist ein geschütztes Gehäuse, ein geschlossenes Gehäuse, dementsprechend viel größer und doppelt so schwer. Ich habe es gar nicht glauben können. Ich habe es tatsächlich mal auf die Waage gestellt. Das hat 1700 Gramm. Okay, die Platte dran, ziehen wir mal 100 Gramm ab. 1600 Gramm ist echt richtig schwer. Also das ist natürlich der Vorteil von einem 70-200 f4 und das ist auch der Grund, warum sich das viele kaufen, weil sie sagen, ich reise damit, ich mache Landschaft, jetzt sogar Makros und ich will ein bisschen Wildlife machen in Namibia, wenn wir unterwegs sind mit unserer Workshop-Reise. Übrigens, die Nordtour ist buchbar jetzt, ja, da wo wir schwerpunktmäßig auch mit Tieren agieren und auf Tierpirsch fahren. Da ist natürlich ein 70-200 auch nicht so dumm, wenn ein Elefant oder ein Nashorn kommt, weil die sind ja eh immer riesig, da braucht ihr kein 600er Zoom. Für kleinere Tiere und für mehr Weite ist natürlich ein 600er dann schon langsam nötig, das ist natürlich auch klar. Vielen Dank, dass euch das interessiert hat. Vielen Dank an den lieben Stefan, der uns das ermöglicht hat, hier euch bei der Flugrettung mal zu begleiten. Das war mega spannend für uns. Und vielen Dank an Sony, dass ihr uns das ausgeliehen habt und ein weinendes Auge, dass wir es natürlich jetzt wieder zurücksenden müssen. Vielen Dank fürs Reinschauen, für eure Treue, für euren Daumen und Kommentar. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!